Herzlich willkommen zu einem erneuten Video hier auf meinem Kanal. Ich habe mir von KOM Cycling eine Halterung für einen Fahrradcomputer gekauft, da ich mir vor etwas mehr als einem Jahr von Wahoo den Element Roam in der ersten Version gekauft habe. Der Computer hat normalerweise eine eigene Halterung mit dabei, die momentan noch montiert ist. Problem an der ganzen Sache ist, dass mein Lenker einen Rise hat. Und dadurch habe ich auf der linken Seite momentan die Halterung für das Navi und auf der anderen Seite ist meine Klingel montiert. Wenn ich jetzt mal im Dunkeln unterwegs war und ich musste zusätzlich Licht montieren, musste ich dieses Licht immer Richtung Griffe montieren bzw. Richtung Lenkerband. Und da das auf Dauer störend ist, wollte ich ganz gerne eine Halterung, wo ich sowohl den Bordcomputer quasi oben drauf klipsen kann und unten dann mit einer Halterung für eine Actioncam dann auch das Licht montieren kann. Wir schauen uns an, was ist im Paket drin. Wir haben hier unsere Fahrradhalterung aus Kunststoff. Theoretisch gibt es das Ganze auch noch in der Carbon-Variante. Hier ist jetzt direkt schon der Adapter für Garmin-Geräte montiert. Das blaue hier ist dann der Adapter für Wahoo-Geräte. Unten ist hier die Platte, die ich theoretisch reindrehen kann für eine Actioncam oder ein Licht. Theoretisch geht hier eine Klemmung bis 35 mm. Wenn ich diesen Kunststoffring hier rausnehme, falls ich doch eine Klemmung Richtung 25,4 habe, dann gibt es hier nochmal den Kunststoffring, den ich dann einsetzen kann. Zur Montage direkt haben wir hier auch direkt die Innensechskant. Da ich eine 31,8er Klemmung habe, werde ich das Teil hier schon mal nicht brauchen. Das heißt, ich würde jetzt das hier einmal umbauen, dass ich da mein Wahoo montieren kann. Bei der Montage fällt dann das untere Teil raus. Aufpassen jetzt bei den Wahoo. Hier muss einmal die Befestigung um 90 Grad gedreht werden. Dementsprechend sind hinten auch Löcher einmal um 90 Grad versetzt. Wer jetzt aufgepasst hat, merkt natürlich auch, dass dementsprechend sich der ganze Spaß einmal um 90 Grad dreht und wir dann unsere Actioncam oder unser Licht, wenn wir es drauf drehen, quasi auch um 90 Grad verdrehen. Das heißt, der Teil hier muss auch einmal modifiziert werden. Wer online ein paar Rezensionen gelesen hat, der wird vielleicht sehen, dass sich Leute darüber beschweren, dass es hier gar nicht eine Möglichkeit gibt, richtig die Schraube reinzudrehen, weil diese Mutter ja vorne dran sitzt. Das zeige ich euch Trick 17. Da könnt ihr einfach rausdrücken. Wenn die Schrauben dann dementsprechend fest sind, könnt ihr die Mutter hier einfach wieder reindrücken. Dann ist der Teil jetzt auch fertig. Hier können wir unsere Halterung nehmen und dementsprechend jetzt den unteren Teil richtig montieren. Der Teil ist dementsprechend auch fest. Können wir schauen, ob wir auch richtig montiert haben. Sieht gut aus. Und hier unseren Computer können wir auch dran klipsen. Zur Vollständigkeit können wir direkt auch schauen, ob wir unsere Actioncam, in dem Fall eine GoPro, montieren können. Theoretisch kann ich natürlich hier die Schraube reindrehen. Ich würde aber jetzt zur einfachen Montage einfach mal die Halterung für die GoPro nutzen. Funktioniert genauso wunderbar. Oder was mein häufigster Anwendungsfall sein wird, ist, ich habe hier von Sigma das Licht Buster 200. Hier ist normalerweise so eine Standardhalterung fürs Fahrrad mit dabei. Man kann aber auch auf der Sigma-Seite, ich habe hier noch die Verpackung, so einen Adapter holen. Sieht man hier für Action-Kameras. So sieht das Teil dann in echt aus. Kann ich ganz normal aufschieben.
und dann natürlich genauso wie die Action Cam auch unten dran, entweder richtige Schraube oder von der GoPro das Licht so drunter dran machen. Heißt, Vorbereitung soweit durch, ab zum Fahrrad. So ist momentan noch der aktuelle Stand. Es ist die Standard Wahoo-Halterung für den Roam montiert. Wer vorhin aufgepasst hat, dem ist vielleicht aufgefallen, die neue Halterung ist für die andere Seite, heißt, es muss einmal die Klingel weg und die alte Halterung. Beides weg, das heißt, die neue Halterung kann montiert werden. Die Kabelführung ist an dem Punkt tatsächlich ein klein wenig nervig. Computer kurz montieren, um zu gucken, ob es auch mittig sitzt. Zur Vollständigkeit würde ich jetzt auch noch schnell die Klingel montieren. Wer Interesse an der Klingel hat, beziehungsweise wie man die montieren kann, kann einmal rechts oben klicken, da werde ich das Video verlinken. Fahrradklingel ist auch wieder dran. Fahrradcomputer kann man problemlos weg und wieder dran machen. Was sofort auffällt, ist, dass das Navi einen Ticken höher sitzt und auch weiter weg. Mit der Originalhalterung ist es ziemlich bündig hier vorne, das heißt, da habe ich keine Möglichkeit, auch nur annähernd ein Ladegerät anzuschließen. Die Option besteht jetzt. Ich habe hier eine Hülle drum, so eine gummierte, dass, falls mir das mal runterfällt, dass es nicht direkt kaputt geht. Da ist hier auf jeden Fall ein Zugang. Wenn ich vorne in die Tasche dementsprechend eine Powerbank oder so reinlege, kann ich das jetzt anschließen. War vorher nicht möglich. Ansonsten natürlich mein aktueller Mehrwert, wie ich vorhin schon gesagt habe, durch das, dass ich hier so ein Rise im Lenker habe, hatte ich das Problem, dass wenn ich früher Licht dran machen wollte, muss ich es immer hier quasi direkt am Griff bzw. am Lenkerband festmachen. Und jetzt kann ich das Licht einfach nehmen und ganz einfach von unten dran schrauben. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen helfen, der gerade überlegt, die Halterung oder eine ähnliche zu kaufen. Dementsprechend, wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen oben hier lassen. Wenn ihr mich unterstützen wollt, gerne auch den Kanal abonnieren. Freue ich mich riesig drüber. Meine letzten Videos haben momentan unfassbare Klicks, mit denen ich im Leben nicht gerechnet habe. Von daher, das motiviert. Ich sage erstmal Dankeschön von mir und wir sehen uns beim nächsten Mal. Nur zur Vollständigkeit. Natürlich können wir jetzt auch die GoPro montieren.